Hallo, hallo, hallo zusammen. Ich bin Vanessa und ich bin so aufgeregt heute. Vanessa, du bist immer aufgeregt. Aber heute ist wirklich spezial. Brad, wir sprechen heute über etwas, das sehr deutsch ist. Wir sprechen über Sonntag. Was machen Deutsche am Sonntag? Das ist eine großartige Frage, weil ehrlich gesagt, der Sonntag in Deutschland ist, wie soll ich sagen, magisch. Magisch? Ja, es ist magisch. Der Sonntag ist der Tag, wo Deutsche alles verlangsamen. Alles wird ruhig, alles wird gemütlich. Genau. Und deswegen, bevor wir anfangen, wir haben eine wichtige Bitte an euch. Ja, falls euch dieser Podcast gefällt, und er wird euch gefallen, garantiert, dann drückt bitte auf den Daumen hoch. Daumen hoch, das ist sehr wichtig für uns. Jeder Daumen hoch ist wie ein kleines Geschenk. Und nicht nur Daumen hoch, wir wollen, dass ihr unseren Kanal abonniert. Werdet Teil unserer großen deutschlernenden Familie. Ja, jedes Abo ist wie ein neuer Freund für uns und wir lieben neue Freunde. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr eine Benachrichtigung für jede neue Episode. Jede Woche neue, lustige, hilfreiche Inhalte über Deutschland, deutsche Sprache und deutsche Sprache. Und nicht vergessen, wenn du einen Freund hast, der Deutsch lernt, teile diesen Podcast mit ihm. Sag deinem Freund, hey, es gibt einen Podcast, der ist so lustig und so hilfreich. Genau, teile mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Nachbarn. Lass uns eine große Familie werden. Eine große deutsch lernende Familie. Und in den Kommentaren schreib uns, was machst du am Sonntag? Wir wollen deine Geschichte hören. Ja, und es gibt auch ein PDF in der Beschreibung. Download das PDF. Es hat alle Wörter, alle Sätze, alle neuen Vokabeln von heute. Perfekt. Also, lasst uns anfangen. Viel Spaß! Hallo Markus, du kommst aus München und ich muss dich fragen, was ist denn das Besondere am Sonntag in Deutschland? Vanessa, der Sonntag ist alles. Der Sonntag ist nicht wie andere Tage. Der Sonntag ist heilig. Heilig, das ist ein starkes Wort. Erkläre das. Okay, also, in Deutschland haben wir eine Tradition. Am Sonntag, man macht langsam, man schläft lange, man wacht um 9 oder 10 auf. 9 oder 10, das ist nicht so früh, aber für dich ist das lange Schlafen? Ja, unter der Woche, Montag bis Freitag, ich wache um 6 auf. Um 6, das ist furchtbar. Aber am Sonntag kann ich lange schlafen. Das verstehe ich. Das ist schön. Und nach dem Aufwachen, was kommt dann? Das ist sehr wichtig. Der Sonntagsfrühstück. Das ist nicht nur Frühstück, das ist ein Event, das ist eine Zeremonie. Eine Zeremonie? Jetzt bin ich sehr neugierig. Erzähl mir. Also, die ganze Familie sitzt zusammen. Man macht Brötchen auf, frische Brötchen vom Bäcker, mit Butter, mit Marmelade, mit Käse. Mit Käse zum Frühstück? Ja, in Deutschland essen wir Käse zum Frühstück. Und Wurst, verschiedene Wurstsorten. Und Kaffee, sehr viel Kaffee. Dieser Kaffee ist nicht schnell getrunken. Das klingt wunderbar. Wie lange dauert dieser Frühstück? 1 bis 2 Stunden, manchmal sogar 3 Stunden. Man sitzt da und spricht und trinkt Kaffee und liest die Zeitung. Die Zeitung? Am Sonntag liest man noch Zeitung? Ja, sehr wichtig. Die Sonntagszeitung. Das ist eine Spezialzeitung mit vielen Seiten. Kultur, Politik, Sport, Rezepte. Rezepte? Das ist interessant. Genau. Und während man Zeitung liest und Kaffee trinkt, die Kinder spielen. Sie spielen leise, alles ist sehr ruhig und gemütlich. Gemütlich, das ist das perfekte deutsche Wort dafür. Und ich muss sagen, das klingt wirklich schön. Danke dir, Markus. Gerne. Und falls euch das cool findet, denkt an den Daumen hoch und das Abo. Also, Hörer, was haben wir gelernt? Der Sonntag in Deutschland ist ein Tag für Familie, für Kaffee, für Zeitung. Der Sonntag ist gemütlich. Und jetzt, wir haben noch mehr zu erzählen. Was passiert nach dem Frühstück? Genau.
Komm mit zu Section 2. Hallo Claudia, du bist Deutschlehrerin und Mutter von 3 Kindern. Hallo Brad. Ja, ich bin immer sehr beschäftigt. Aber am Sonntag ist es anders. Unterschiedlich wie? Erzähl mir. Nach dem Frühstück um 12 oder 13 Uhr kommt der Mittagstisch. Das ist das Hauptessen am Sonntag. Und das ist anders als unter der Woche? Ja, unter der Woche, man macht schnell Essen oder man bestellt Pizza. Aber am Sonntag? Am Sonntag kochen wir zusammen. Zusammen? Die ganze Familie? Ja, die Kinder helfen mit. Mein Sohn schält Kartoffeln, meine Tochter schneidet Gemüse. Und mein Mann, er macht die Soße. Das ist so schön. Und was kocht ihr typisch? Sehr traditionell. Schweinebraten mit Kartoffeln und Gemüse. Oder Hähnchen. Oder manchmal Rouladen. Das sind Fleischrollen mit Gemüse. Und wie lange dauert dieses Essen? Mindestens 2 Stunden. Wir sitzen um den Tisch, alle zusammen, und wir essen und sprechen und lachen. Das ist wirklich anders von anderen Ländern. Ja, und es ist sehr wichtig für die Familie. Am Sonntag sind wir alle zusammen. Keine Arbeit, keine Schule, nur Familie. Und nach dem Essen, was macht ihr? Nach dem Essen ein Kaffee, ein Stück Kuchen, mein Lieblingskuchen, Apfelkuchen oder Kirschkuchen. Noch mehr Essen nach Frühstück und Mittag? Ja, das ist Deutschland. Wir essen viel. Aber es ist gemütlich, nicht schnell. Und dieser Kaffee mit Kuchen, das ist sehr wichtig. Und die Kinder, essen sie auch Kuchen? Natürlich. Und Tee oder Kakao. Und wir spielen dann ein Spiel, ein Brettspiel. Brettspiele? Das ist toll. Welche Spiele? Kniffel, Mensch, ärgere dich nicht oder Romme. Das sind traditionelle deutsche Spiele. Die Familie sitzt zusammen und spielt. Und das dauert bis wann? Bis der Abend kommt. Bis um 17 oder 18. Dann ist Sonntag zu Ende. Das ist wirklich schön. Danke dir, Claudia. Und alle, denkt an Daumen hoch und Abo. Wow, so viel Familienzeit, so viel Essen, so viel Gemütlichkeit. Und jetzt eine wichtige Frage. Was machen Deutsche am Abend am Sonntag? Das ist eine super Frage. Komm mit zu Section 3. Hallo Thomas, du wohnst in Hamburg und du liebst den Sonntag. Ja, der Sonntag ist mein Lieblingstag. Aber der Sonntagabend, das ist speziell. Speziell wie? Was ist anders? Also, am Sonntagabend wird es ruhig. Die Sonne geht unter. Und die deutsche Tradition ist Tatort im Fernsehen. Tatort? Was ist das? Das ist eine Krimiserie, eine Mordserie. Jeden Sonntag um 20:15 Uhr kommt eine neue Episode. Und alle schauen das? Alle! Es ist nicht nur ein Fernsehprogramm, es ist eine Tradition. Familien sitzen zusammen und schauen Tatort. Und das ist am Sonntagabend speziell? Genau, weil nach Tatort der Wochenende ist zu Ende. Montag kommt und alle denken, oh nein, morgen ist Arbeit. Aber Tatort, das ist der letzte Spaß vom Wochenende. Das ist melancholisch, ein bisschen traurig. Ja, aber es ist auch gemütlich. Man sitzt auf der Couch, man trinkt Tee oder Wein, man hat eine Decke. Eine Decke? Warum eine Decke? Weil es ist gemütlich. Die Decke macht alles gemütlicher. Und man sitzt sehr nah beieinander und man schaut diesen Krimi. Und deine Familie? Alle schauen zusammen? Ja, meine Frau, meine Kinder, alle. Und manchmal, wir sprechen über den Krimi. Wer ist der Mörder? Das war er. Nein, das war sie. Das ist sehr interaktiv. Ja, und nach Tatort um 22 Uhr noch ein Programm. Tatort, das erste, Nachbetrachtung. Nachbetrachtung, das ist ein langes Wort. Ja, das bedeutet, Menschen sprechen über Tatort. Sie analysieren, sie diskutieren. Es ist sehr intellektuell. Und danach, was kommt dann? Dann ist wirklich Sonntag zu Ende. Die Familie geht ins Bett, alle sind müde, der Wochenende ist vorbei. Montag kommt. Und die Arbeit beginnt wieder. Das ist aber auch ein bisschen traurig. Ja, aber das ist Deutschland. Das ist die deutsche Sonntagstradition. Und es ist schön, weil die Familie zusammen ist. Das ist wirklich schön, Thomas. Danke dir. Okay, Hörer, jetzt die wichtigsten Wörter von heute. Alle diese Wörter sind in deinem PDF.
Genau, lass uns gehen. Erstes Wort. Gemütlich. Gemütlich bedeutet sehr bequem, sehr ruhig, sehr angenehm. Ein Beispiel: Der Sonntag mit meiner Familie ist sehr gemütlich. Zweites Wort. Sonntagsfrühstück. Sonntagsfrühstück ist das Frühstück am Sonntag, aber länger und spezieller. Mit Brötchen, Käse, Wurst. Ein Beispiel: Unser Sonntagsfrühstück dauert 2 Stunden. Drittes Wort. Mittagstisch. Mittagstisch ist das Hauptessen am Mittag um 12 oder 13 Uhr. Es ist das wichtigste Essen am Tag. Ein Beispiel: Am Sonntag machen wir einen großen Mittagstisch. Viertes Wort. Tatort. Tatort ist eine sehr berühmte deutsche Krimiserie. Tatort bedeutet der Ort eines Verbrechens. Ein Beispiel: Meine Großmutter schaut jeden Sonntag Tatort im Fernsehen. Fünftes Wort. Brettspiel. Brettspiel ist ein Spiel mit einem Brett und Figuren, wie Schach oder Mensch, ärgere dich nicht. Ein Beispiel: Wir spielen am Sonntag Brettspiele mit der Familie. Sechstes Wort. Wochenende. Wochenende sind Samstag und Sonntag, die freien Tage. Ein Beispiel: Das Wochenende ist die beste Zeit für Familie. Und letztes Wort. Heilig. Heilig bedeutet sehr wichtig, sehr speziell, sehr wertvoll. Ein Beispiel: Der Sonntag ist ein heiliger Tag in Deutschland. Hallo Sophia, du bist aus Berlin und ich muss dich fragen, nicht alle Deutschen machen das Gleiche am Sonntag, ja? Nein, das stimmt. Es gibt auch andere Sachen. Viele Menschen, besonders junge Menschen, machen andere Sachen. Was zum Beispiel? Also, ich zum Beispiel, ich gehe am Sonntag spazieren. Ein langer Spaziergang in der Natur. In der Natur? Wo? In Berlin. Es gibt den Tiergarten, ein großer Park. Oder die Seen. Der Müggelsee ist wunderschön. Und das ist eine Sonntagstradition? Ja, sehr viele Deutsche machen am Sonntag Spaziergänge. Mit der Familie, mit Freunden oder allein. Und warum machen sie das? Weil der Sonntag ist Zeit für sich selbst, Zeit für Natur, Zeit für Ruhe. Man kann von der Woche entkommen. Das ist schön. Und was noch? Fahrradfahren. Viele Deutsche fahren am Sonntag Fahrrad. Lange Distanzen. 30 Kilometer, 40 Kilometer, 50 Kilometer. 50 Kilometer, das ist sehr lang. Ja, aber es ist normal. Und nachher, man trinkt Kaffee in einem kleinen Café, man isst ein Stück Kuchen. Immer Kuchen. Deutsche lieben Kuchen. Ja, das ist wahr. Und andere Menschen, sie gehen in die Kirche. Die Kirche, das ist auch Sonntagstradition? Ja, nicht alle, aber viele Deutsche, besonders ältere Menschen, sie gehen am Sonntag in die Kirche. Am Morgen, vor dem Frühstück. Und nach der Kirche? Nach der Kirche Frühstück. Und der Sonntag beginnt wie normal. Familie, Essen, Gemütlichkeit. Das ist interessant. Gibt es noch andere Aktivitäten? Ja, Besuch. Am Sonntag besuchen Deutsche ihre Verwandten, die Großeltern, die Cousins, die Tanten und Onkel. So viel Familie. Ja, der Sonntag ist Familientag. Das ist die wichtigste Tradition. Alles andere, Spaziergang, Fahrrad, Kirche, das ist sekundär. Die Familie, das ist primär. Das ist schön gesagt, Sophia. Danke dir. Und alle, denkt an Daumen hoch. Wow, so viele verschiedene Aktivitäten. Spaziergang, Fahrrad, Kirche, Familie. Der Sonntag in Deutschland ist wirklich verschieden. Und jetzt die letzte Frage. Warum ist der Sonntag so wichtig in Deutschland? Das ist die beste Frage. Lass uns die Antwort in Section 5 finden. Hallo, Professor Hamburg. Du bist ein Kulturexperte. Und ich muss dich fragen, warum ist der Sonntag so speziell in der deutschen Kultur? Das ist eine sehr gute Frage, Vanessa. Die Antwort ist Geschichte. Geschichte? Ja, der Sonntag, das kommt von Religion, Christentum. Der Sonntag ist der Tag, wo Menschen in die Kirche gehen. Der heilige Tag. Ah, deshalb ist heilig so wichtig. Genau. Und dieses Konzept, es ist sehr tief in der deutschen Kultur. Auch heute, wenn Menschen nicht in die Kirche gehen, der Sonntag ist immer noch heilig. Aber wie, wenn nicht Religion?
Weil der Sonntag ist frei. Der Sonntag ist Zeit für Familie, Zeit für Ruhe, Zeit für sich selbst. Das ist heilig. Nicht religiös, sondern sozial heilig. Das ist tiefgreifend. Ja, und in Deutschland, wir haben sehr klare Regeln. Am Sonntag keine Arbeit. Das ist Law. Das ist nicht optional. Das ist ein Recht. Ein Recht? Ja, in Deutschland haben Arbeiter das Recht, nicht am Sonntag arbeiten zu müssen. Das ist in der Verfassung. Das ist interessant. Und warum ist das so wichtig? Weil ohne Sonntag Menschen sind immer am Arbeiten. Sie sind immer gestresst. Sie haben keine Zeit für Familie. Aber der Sonntag, das ist wie ein Reset-Button. Ein Reset-Button, das ist ein gutes Bild. Genau, am Sonntag alles stoppt. Die Geschäfte, fast alle Geschäfte, sie sind geschlossen. Alle Geschäfte sind geschlossen? Ja, das ist sehr deutsch. In Deutschland am Sonntag, du kannst nicht einkaufen. Es gibt keine Supermärkte geöffnet, keine Läden, nichts. Aber was, wenn man Milch braucht? Du musst am Samstag einkaufen. Das ist die deutsche Planung. Am Samstag alles kaufen, am Sonntag genießen. Das ist sehr organisiert. Ja, Deutsche sind sehr organisiert. Und der Sonntag, das ist ein System. Ein wunderbar organisiertes System für Familie und Ruhe. Das ist wirklich faszinierend. Und was glaubst du, wird das auch in der Zukunft so bleiben? Das ist schwierig. Die moderne Welt, sie wird schneller und schneller. Aber ich glaube, der deutsche Sonntag wird bleiben, weil die Menschen brauchen das. Menschen brauchen Familie. Menschen brauchen Ruhe. Das ist schön gesagt. Danke, Professor Hamburg. Okay, Hörer, jetzt ein Roleplay. Stellt euch vor, ihr seid ein Gast und ihr werdet zum Sonntagsfrühstück eingeladen. Vanessa ist die Gastgeberin. Hallo, willkommen, komm herein, setz dich. Danke, ich bin so aufgeregt. Das riecht wunderbar. Ja, ich habe frische Brötchen vom Bäcker geholt. Und Käse und verschiedene Wurstsorten. Das ist so viel Essen. Ich bin beeindruckt. Nein, nein, das ist normal. Nimm dir Kaffee. Willst du Kaffee? Ja, sehr gerne. Der Kaffee ist sehr lecker. Ich mache immer frischen Kaffee am Sonntag. Das ist meine Tradition. Und jetzt iss, nimm ein Brötchen. Das Brötchen ist so weich. Wie machst du das? Ich kaufe das vom Bäcker um die Ecke. Der Bäcker, er hat die beste Brötchen in der Stadt. Und diese Marmelade, was ist das? Das ist Erdbeermarmelade, selbst gemacht, von meiner Großmutter. Von deiner Großmutter. Das ist so persönlich. Das ist köstlich. Nimm noch, es gibt viel mehr. Und diese Wurst, das ist Leberwurst, das ist traditionell. Leberwurst. Ich bin nicht sicher. Viele Menschen sind unsicher. Aber probier mit Butter und Senf. Okay. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Siehst du, das ist Sonntag in Deutschland. Alles ist langsam, alles ist lecker, alles ist gemütlich. Okay, Hörer, noch ein paar Extrawörter. Diese sind optional, aber sie sind sehr nützlich. Ja, die erste, Spaziergang. Das bedeutet ein langer Fußmarsch in der Natur. Beispiel, wir machen einen Spaziergang im Park. Die zweite, Verwandten. Das sind deine Familie. Eltern, Großeltern, Cousins, Tanten, Onkel. Beispiel, am Sonntag besuche ich meine Verwandten. Die dritte, Ruhe. Das bedeutet leise, friedlich, ohne Stress. Beispiel, der Sonntag gibt mir Ruhe vom stressigen Leben. Die vierte, Verfassung. Das sind die obersten Gesetze eines Landes. Beispiel, in der deutschen Verfassung steht, der Sonntag ist frei. Und die letzte, Tradition. Etwas, das Menschen Jahr für Jahr machen. Ein kultureller Brauch. Beispiel, der Sonntagmittagstisch ist eine deutsche Tradition. Wow, was ein Podcast! Was ein Tag! Wir haben so viel gelernt über den deutschen Sonntag. Ja, wir haben gelernt, der Sonntag ist nicht nur ein Tag. Der Sonntag ist ein ganzes System. Ein System für Familie, für Ruhe, für Gemütlichkeit. Und wir haben gelernt, Deutsche nehmen ihren Sonntag sehr ernst. Das ist wahr. Die Geschäfte sind geschlossen. Menschen arbeiten nicht. Es ist ein heiliger Tag. Und jetzt eine Hausaufgabe für euch. Eine Hausaufgabe.
Ja, schreib in den Kommentaren, was machst du am Sonntag? Erzähl uns, machst du einen Spaziergang, besuchst du deine Familie, schaust du Tatort? Ja, wir wollen deine Geschichte hören. Alle Menschen haben verschiedene Sonntagstraditionen und wir wollen die deine kennen. Und nicht vergessen, das PDF. Download das PDF in der Beschreibung. Es hat alle Wörter, alle Sätze, alle neuen Vokabeln. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, drücke auf den Daumen hoch. Der Daumen hoch, das ist sehr wichtig für uns. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr eine Benachrichtigung für die nächste Episode. Ja, jede Woche neue Episode, neue Themen, neue deutsche Kultur, neue deutsche Vokabeln. Und teilt diesen Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Sag, hey, es gibt einen Podcast und er ist so lustig und so hilfreich. Und wenn dein Freund auch Deutsch lernt, teile. Ja, lass uns eine große deutschlernende Familie werden. Eine sehr große Familie. Und jetzt danke an alle unsere Gäste. Markus, danke. Claudia, danke. Thomas, danke. Sophia, danke. Professor Hamburg, danke. Danke, dass ihr unsere Geschichten geteilt habt. Danke, dass ihr Deutschland gezeigt habt. Und danke an alle Hörer. Danke, dass ihr mit uns seid. Danke, dass ihr Deutsch lernt. Wir sehen euch in der nächsten Episode. Die nächste Episode ist, was essen Deutsche an Weihnachten? Das wird sehr lecker. Ja, das wird fantastisch. Also, bis dann. Alles Gute und viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss, auf Wiedersehen, bye. Bye. Danke für das Zuschauen.